Vor ein paar Wochen habe ich euch hier im Sammlungsupdate meine Brad Jones Movie Collection gezeigt. Der Typ, der in erster Linie als YouTuber bzw. Filmkritiker bekannt ist, als The Cinema Snob, wo er mehr oder weniger elitär mit Anzug und Krawatte sich Exploitation und Porno-Movies anschaut. Der hat natürlich auch selber Filme gedreht, neben Paranoia und dem Cinema Snob Movie. Auch die aktuelle Produktion Jesus Bro bzw. jetzt derzeit arbeitet er gerade an Another Cinema Snob Movie, wo kein geringerer als Lloyd Kaufman dann ebenfalls mitspielen wird. Da habe ich die 3 Film-DVDs als Geburtstagsgeschenk bekommen, mich sehr gefreut drüber, aber dann hat es mir irgendwie in den Fingern gejuckt, dass ich mir gedacht habe, hey, eigentlich ist das ziemlich cool. Der Typ ist zwar grundsätzlich YouTuber, also kann man sich das meiste, was er macht, einfach gratis auf YouTube anschauen. Aber ich finde es dann trotzdem irgendwie cool, dass man diese Leute, die man mag, die man gerne sieht, einfach unterstützen kann. Natürlich kann man Leute einfach unterstützen, indem man bei den amerikanischen Reviewern Sponsor auf Patreon wird oder indem man einfach Spenden via PayPal schickt. Das kann man übrigens sogar bei nicht-amerikanischen Kanälen machen. Beispielsweise playzocker@gmail.com ist eine absolut perfekte Adresse, an die man da etwas schicken kann, wo ich mich natürlich absolut großartigst freuen würde, wenn da irgendetwas reinkommt, weil vor allem der Betrieb und der Kanal eine Menge Kohle kostet, eben alleine das, was wir hier jedes Mal vorstellen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle einen ganz fetten Dank an Thomas S., ich weiß nicht, ob es dir recht ist, wenn ich deinen ganzen Namen sagen würde, richten, der mir tatsächlich nach dem Sammlungsupdate letzte Woche Geld via PayPal geschickt hat. Da habe ich mich riesig gefreut über die Unterstützung und möchte ganz fett Danke sagen. Ich habe mir jetzt auch den Gedanken gemacht, dass ich Brad Jones weiter unterstützen möchte und habe mir deswegen auch seine anderen 4 DVDs noch gekauft, nämlich seine Cinema Snob DVDs. Und auf diesen DVDs ist mehr oder weniger genau das Programm enthalten, das wir von Brad bzw. dem Cinema Snob auf YouTube gewohnt sind. Wobei man der Vollständigkeit halber natürlich dazu sagen sollte, dass es sich hierbei um Episoden bzw. um Reviews handelt, die man in dieser Form nicht auf YouTube zu sehen bekommt. Ansonsten wäre das DVD-Programm wahrscheinlich ein bisschen unspannend. Denn bereits vor etlichen Jahren, genauer gesagt im Jahr 2013, hat er mit zugegebenermaßen damals noch sehr fragwürdigen Cover seine erste Best-of-DVD auf den Markt gebracht. Wir wissen, Reviewer wie der Cinema Snob bzw. auch der Nostalgia Critic und so weiter verwenden in ihren Reviews grundsätzlich Filmausschnitte, was ich hier auf meinem Kanal bereits eigentlich erst 2-mal gemacht habe, nämlich damals, als ich Raw Footage 1 und 2 von Christian Jürs vorgestellt habe, weil es da relativ einfach war, die Genehmigung zu bekommen, das Filmmaterial verwenden zu dürfen. Er hat es mir mehr oder weniger aufgedrängt. Und da machen aber die Reviewer in Amerika auf Basis des Fair-Use-Prinzips etwas ganz anderes und verwenden quasi immer das Originalfilmmaterial, was ich mich nicht traue. Deswegen können sie aber dann trotzdem diese Episoden auf YouTube veröffentlichen, dürfen aber sie nicht verkaufen, also eben nicht auf DVD auf den Markt werfen. Demnach hat der Cinema Snob mit diesen 5 Episoden, die hier oben abgebildet sind, zum ersten Mal quasi Public Domain Movies reviewed, wo man es eben dann das Material verwenden kann, wie man will, weil diese Filme dann eben rechtefrei sind. Mit ein bisschen Bonusmaterial von Brad Tries, das Bathtub Q&A, weiß ich nicht, ob ich das sehen möchte oder ob ich mich davor ein klein wenig fürchte, aber eben hier drinnen das Ganze dann natürlich recht einfach gestaltet, aber nett finde ich es trotzdem, dass man zumindest diese Lloyd-Approved-Karte auf der linken Seite beigelegt bekommt, dass es einfach nicht langweilig ist. Auf der rechten Seite dann eben die DVD, bei der es sich wie bereits bei den Filmen um eine gebrannte DVD-R handelt. Die Discs kommen aber trotzdem original verpackt daher, was finde ich trotzdem eigentlich eine recht coole Sache ist. Dann merkt man eigentlich, dass mit den nächsten DVDs
die Brad veröffentlicht hat, sich die Qualität der Cover-Artworks dann doch schon deutlich verbessert hat. Da haben wir dann wahrscheinlich von Sean Millington dreimal gezeichnet, die Artworks, und Sean ist eben auch derjenige, der für den Cinema Snob generell die Artworks für seine Title Cards zeichnet, also quasi die Vorschaubilder, die man von den Reviews auf YouTube sieht, werden Woche für Woche von Hand gezeichnet, was ich absolut genial finde, wo ich einfach weder die Möglichkeiten noch die Zeit habe, irgendetwas in dieser Art selbst auch auf die Beine zu stellen. Aber gehen wir es einfach einmal der Reihe nach durch. Bei den Nudies, Rudies und Crudies, die, glaube ich, dann 2014 auf den Markt kamen, haben wir ein kleines bisschen The Face. Aber wir haben eben zum ersten Mal dann auch die Möglichkeit, weil er ja eben grundsätzlich auf YouTube unterwegs ist, haben wir zum ersten Mal eben die Möglichkeit, dass wir diese Episoden auch unzensiert und ungeschnitten haben, weil er natürlich bei seiner Art von Filmen relativ oft irgendwelche schwarzen Balken wo drüber legen muss. Außerdem gibt es noch Kommentare zu jeder Episode, beziehungsweise 3 Episoden von Snob Riffs, wo er einfach eben die alten Filme hernimmt und drüber redet, einfach mehr oder weniger als Audiokommentar, aber auf lustig, finde ich auch genial. Vor allem der Filmtitel How to Undress in Front of Your Husband. Yes, ist, glaube ich, die einzige, einfachste und richtigste Antwort in diesem Fall, aber ebenfalls auch hier wieder mit der DVD-R. Ist das, finde ich, trotzdem eine absolut coole Sache. Ich gebe zu, ich habe ein paar von diesen Reviews und Episoden schon gesehen, weil sie illegal von anderen Kanälen dann auf YouTube hochgeladen wurden, aber möchte trotzdem natürlich auch hier dann meine Unterstützung noch aussprechen, genauso wie bei den Unerotic Fantasies. Da können wir natürlich, einerseits finde ich dieses Cover-Artwork von Brad und Bad Pussy in dem Fall, yep, it's real, unglaublich cool. Andererseits fällt natürlich sehr, sehr deutlich auf, dass dieser Titelschriftzug ein paar Kompressionsprobleme hatte beim Druck, weil da merkt man deutliche Artefakte, die merkt man sogar hier beim Spine. Aber wir bekommen hier Filme, die... Also Bad Pussy ist schon unglaublich wahnsinnig. Wir sehen sogar die Schwierigkeiten mit der Kompression bei allen geschriebenen Elementen hier. Man merkt offensichtlich, dass diese Farbe ein bisschen Probleme bereitet. Aber das sind tatsächlich Titel, da muss man einfach zumindest das Review vom Cinema Snob gesehen haben. Auch hier Cinderella's Love Lesson. Das klingt wild. Auch hier natürlich auch die Disc in rosa, wobei hier drinnen lustigerweise der Druck absolut makellos ist, trotz derselben Schriftfarbe. Irgendwas ist da außen passiert, aber finde, es schaut trotzdem ganz nett aus, genauso wie jetzt bei der aktuellsten DVD, die eben wirklich im Jahr 2019 veröffentlicht wurde, The Cinema Snob Punches Nazis, weil nachdem er wahnsinnig viel Exploitation reviewed, ist natürlich auch Nazi-Sploitation immer wieder mit dabei, und das sind mit auch teilweise die unterhaltsamsten Episoden, weil diese Filme einen der größten What the fuck Charakter haben. Und ich muss auch zugeben, ja, dieses Cover habe ich selber zensiert, weil es natürlich in Amerika das Verbotsgesetz, was die Darstellung von gewissen Symbolen verbietet, nicht gibt. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass selbst wenn es das nicht gegeben hätte, ich das trotzdem gemacht hätte, weil es einfach Dinge gibt, die ich hier auf meinem Kanal nicht herzeigen möchte. Und selbst wenn ich diese DVD hier präsentiere, möchte ich mich trotzdem ausdrücklich von diesem verachtenswerten Gedankengut, alles, was es mit und nach sich gebracht hat, und alle hässlichen und widerwärtigen Formen davon, die auch heutzutage wieder auftreten, distanzieren. Pfui. Aber als Filmbösewicht, ja, die DVD ist relativ voll von dem Scheiß. Aber wir bekommen eben Nazi Love Camp 27, Deported Women of the SS. Das sind, Achtung, The Desert Tigers. Das sind wirklich unglaublich schlimme Filmtitel, beziehungsweise sogar offensichtlich noch einen Feature-Film, aber auch da Audiokommentare quasi zu den Episoden. Finde ich ehrlich gesagt eben wirklich cool, dass man da eben auch als Fan
die Möglichkeit hat, hier Brad Jones und das Team SNOB zu unterstützen, indem man sich eben die DVDs in die Sammlung holt. Für alle Leute, die sich eben vielleicht überlegen, ob sie mich irgendwann einmal unterstützen wollen, ich kann nur darauf hinweisen, einerseits eben auf die PayPal-Spendenfunktion, andererseits aber eben auch auf den ersten österreichischen Boxfilm Auer, den ich gemeinsam mit Robert Auer gedreht habe, den man exklusiv bei Pretz-Media.at auf DVD bestellen kann. Da würden wir uns natürlich über Unterstützung ebenfalls sehr freuen, aber ich persönlich bin echt happy, dass ich, obwohl es nur DVD-Rs sind, weil sie eben im Angebot waren und jeweils auch nur $5 gekostet haben, diese DVDs in der Sammlung habe.